Hallo und willkommen in meiner Küche zu einem neuen Projekt. Ostern steht vor der Tür und dieses Jahr gibt es eine exzellente Torte. Die Eier müssen nicht mehr lange gesucht werden, denn auch der Osterhase hat Ausgangssperre. Die Creme ist auf der Basis eines Mousse au Chocolat hergestellt. Der Teig ist ein Nussteig, der ohne Mehl auskommt und deswegen schön saftig bleibt. Im Gegenteil, nach ein paar Tagen ist der Kuchen gut durchgezogen und erst recht ein Hochgenuss. Deswegen kann die Torte auch schon ein paar Tage vor dem Verzehr hergestellt werden und wie das geht, zeige ich sogleich. Zur Herstellung des Kuchenteiges gebt ihr 200 Gramm Haselnüsse auf ein Blech und lasst diese bei 160 Grad für 20 Minuten rösten. In der Zwischenzeit bereitet ihr die Springform vor. Der Boden wird mit Backpapier, wie gezeigt, ausgelegt. Der Rand darf nicht eingefettet werden. Um einen gleichmäßig hohen Teig zu erhalten, umwickle ich den Rand mit einem Tuch. Dieses Tuch bewirkt, dass sich der am Rand befindliche Teig langsamer erhitzt und zusammen mit der Teigmitte gart, was zur Folge hat, dass der Kuchen später keinen hochstehenden Teigrand hat. Die fertig gerösteten Nüsse gebt ihr in eine Schüssel zum Abkühlen und anschließend reibt ihr die Schalen zwischen den Handflächen oder in ein Handtuch gewickelt ab und mahlt sie so fein wie möglich. Für die Zubereitung des Kuchenteiges fangt ihr mit dem Schlagen des Eiweißes an und gebt die 50 Gramm Zucker hinzu. Der Eischnee ist jetzt noch nicht fest genug. Aber jetzt, wenn er, wie ihr seht, beim Hin- und Herfahren seine Form behält. Danach werden die Eigelbe aufgeschlagen. Man gibt 1 Esslöffel idealerweise heißes Wasser hinzu, sowie die zweiten 50 Gramm Zucker. Diese Zutaten schlägt man nun so lange, bis die Masse cremig-weißlich wird. Die Eigelbcreme wird nun auf das Eiweiß gegossen und darauf kommen die gemahlenen Haselnüsse. Das Ganze wird nun vorsichtig auf kleinster Stufe so gerade eben untergerührt, ohne dabei das Eiweißgerüst des Eischnees zu zerstören. Dabei drehe ich die Rührschüssel in eine Richtung, was mir das Untermischen erleichtert. Das rechtzeitige Aufhören ist eigentlich die einzige Herausforderung bei diesem Vorgang, der ganze 30 Sekunden dauert und den ich jetzt hier in seiner originalen Länge zeige. Zum Schluss rühre ich noch die letzten Nuss- und Eiweißreste mit dem Teigschaber unter. Und wenn hier und da noch etwas Eiweiß zu sehen ist, dann ist das kein Beinbruch und mit der Zeit kommt Routine. Jetzt nur noch den Teig in die vorbereitete Kuchenform füllen und ab damit in den Ofen bei 160 Grad 40 Minuten. Damit der Teigboden schön locker bleibt, lasse ich ihn die ersten 15 bis 20 Minuten kopfüber auskühlen. Das hat mich anfangs immer eine ziemliche Überwindung gekostet, aber es hat immer funktioniert. Nach dieser Ruhezeit löse ich den festgebackenen Teig mit Hilfe eines Messers vom Rand der Springform, öffne diese und entferne auch den Boden, damit der Kuchen nun vollständig auf einem Gitter auskühlen kann. Übrigens, wer keine Lust dazu hat, die Nüsse zu rösten und auch noch selber zu mahlen, kann diesen Arbeitsgang auch weglassen und einfach fertig gemahlene Haselnüsse kaufen. Der Kuchen wird dann vielleicht etwas anders schmecken, aber machbar ist es allemal. Nun wird der Schokoladenmus für die Füllung zubereitet. Dazu hackt ihr 70-prozentige Schokolade in kleine Stücke und gebt sie zusammen mit etwas Butter in eine Metallschüssel. Die Eier werden getrennt, das Eiweiß in einen Schlagkessel gegeben und zusammen mit dem Puderzucker steif geschlagen. Zum Schmelzen der Schokolade gebt ihr ca. 2 cm Wasser in einen kleinen Topf, lasst es aufkochen und setzt die Schüssel darauf. Sobald Butter und Schokolade flüssig sind, rührt ihr die Butter in die Schokolade ein. Nun stellt ihr den Schlagkessel mit dem Eischnee auf den Topf mit dem Wasser und schlagt das Eiweiß über dem Wasserdampf für vielleicht 1 Minute. Am besten testet ihr die Temperatur mit dem Fingerrücken. Der Eischnee braucht nur leicht erwärmt zu sein. Dann gebt ihr die Eigelbe dazu, rührt alles unter und fertig. Diese kleine Extraarbeit erleichtert das sich anschließende Einarbeiten der Schokolade in die Eischneecreme. Die Schokolade wird zusammengeschoben und, soweit es geht, auf die laufenden Schneebesen gegossen, damit sich die Schokolade sofort in der Creme verteilen kann und nicht zu Boden sinkt. Da aber jeder nur 2 Hände hat, muss der Mixer nochmal abgestellt werden und die restliche Schokolade in das zukünftige Schokomousse gefüllt werden. Das Ganze nochmal kurz durchrühren, auch hier wieder bitte rechtzeitig aufhören
und der Rest wird mit dem Teigschaber eingearbeitet, wobei man das Augenmerk auf die sich am Boden befindliche Schokolade legen sollte. Vertraut einfach eurem Gefühl und hört auf eure innere Stimme. Anschließend wird der inzwischen vollständig ausgekühlte Kuchenteig einmal aufgeschnitten. Dazu benötigt ihr ein langes Messer. Hinter den Kuchen lege ich ein dickes Holzbrett, welches mir als Führung für die Messerspitze dient, damit ich den Kuchen ja nicht schief aufschneide. Und außerdem kann ich auf diesem Brett auch schön die Oberhälfte des Kuchens ablegen, solange ich die untere Hälfte mit der Schokocreme einstreiche. Dazu nehme ich ungefähr ein gutes Drittel meiner Schokocreme und achte darauf, auch am Außenrand genug Creme aufzutragen. Daraufhin wird mit ruhiger Hand die obere Hälfte aufgesetzt, die sich leider nicht mehr verschieben lässt. Anschließend wird der Rand mit der Creme eingestrichen. Dies ist zugegebenermaßen etwas knifflig, und um mir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich etwas Creme auf einen Löffel und trage sie mit dessen Hilfe, wie hier gezeigt, auf. Zum Abschluss wird noch einmal sauber über den Rand gezogen. Zum Abschluss kommt der Rest der Creme auf die Oberseite der Torte und wird glatt gestrichen. Ihr könnt an einem Tag den Teig backen und ausgekühlt in Klarsichtfolie aufbewahren, um dann am nächsten Tag die Creme herzustellen und den Kuchen zu füllen. Nach dem Füllen sollte der Kuchen 24 Stunden oder wenigstens über Nacht im Kühlschrank durchkühlen, damit die Creme fest werden kann. Dazu setze ich einen größeren Tortenring ohne Berührung um die Torte und decke diese mit Klarsichtfolie ab. Damit die Torte optisch etwas aufgelockert wird, mache ich aus Marzipan noch ein paar Blütenbüschel. Marzipan mit etwas Puderzucker und einem Tropfen Bittermandelöl verkneten, zu einer Rolle formen, ausrollen und diese Form halbieren. Zunächst feine Einschnitte machen, die dann immer breiter werden. Von der feinen Seite her aufrollen, die Blütenblätter nach außen biegen und fertig. So, und jetzt kommt endlich der sogenannte Fun-Part, also der schönste Teil der Arbeit, nämlich die Dekoration. Ihr setzt einfach die Osterhasen und die Ostereier und die Blüten auf die Torte, so wie es euch gefällt. Dieser Kuchen ist optisch ein Hingucker, geschmacklich sensationell und wenn auch kein wahrer Seelentröster, so macht er das Leben doch erheblich schöner. Und so sieht er übrigens aufgeschnitten aus. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung gefallen und ihr fangt nächste Woche an zu backen. Es lohnt sich. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg und wie immer guten Appetit!